Hallo, heute benutzen wir mal wieder all unsere Werkzeuge. Unser Golf 1 bekommt neue Bremsbeläge an der Vorderachse. Als erste Aktion entfernen wir ganz vorsichtig die Plastikschutzkappen. Sind noch original, sollten wir nicht zerstören. Dann geht es weiter. Mit 17er Schlüsselweite lösen wir die Radmutter. Nur lösen, nicht abschrauben. Bevor wir das Fahrzeug nun anheben, sichern wir hinten einmal und da wir beide Seiten machen, auch auf der anderen. Hier unten ist ein Punkt von der Wagenheberaufnahme. Da könnt ihr den Golf anheben. Natürlich sichern wir das Fahrzeug nochmal separat ab. Puffer drunter. Und dann Längsträger und dann ist er sicher abgestützt. Jetzt können wir das Rad abnehmen. Dann kommt auch zwischendrin mal die Kappe raus. Dürfen wir nachher natürlich nicht vergessen, die wieder vor dem Anziehen der Schrauben einzusetzen. Und der Breitreifen kann ab. Diese Woche war ich beim Reifenhändler, der wollte gar nicht glauben, dass 1,45 die Originalbereifung ist. Hier, das ist der Träger. Und da hinten sieht man, dass vom Bremsbelag fast gar nichts mehr übrig ist. Also müssen wir die Bremsbeläge wechseln. So, hier das ist ein Girling-Bremssattel und die haben diese komischen Bleche da drauf. Da müsst ihr nachher bei der Montage darauf achten, der Pfeil muss in Laufrichtung, da sie vorne montiert sind, also nach unten. Bevor wir das Blech jetzt mit Gewalt runterholen, können wir ja erstmal die Sicherungsstange da frei machen und dann schlagen wir die nach hinten raus, dann wird alles lose. Die Schraube hier auf. Wenn die Sache mal los ist, sitzt hinten eine Mutter drauf und dann geht es ganz langsam auf. So. Jetzt gebt ihr diese Feder einen Schlag und dann kommt das ganze Teil. Und den einzelnen Bremsklotz hier schon rausziehen. Und ihr seht, da war nicht mehr viel schützenfest. Der eine ging ja schon mal so raus, um den zweiten rauszukriegen, müssen wir uns jetzt hier ein bisschen Platz besorgen. Und drückt den Sattel hier ein bisschen zurück. Ganz vorsichtig, dann kann da nichts passieren. Hebeln wir mal aus. Immer aufpassen, also mit solchen Werkzeugen die Manschetten nicht zerstört. Abzuziehen gibt spezielle Werkzeuge. Wenn man ein Weilchen dran rüttelt, geht es aber auch raus. Und wir haben das Teil. Das Zurückstellen der Kolben gibt es natürlich auch wieder spezielle Werkzeuge, aber es geht auch mit einer Schraubzwinge. Ihr müsst nur vorsichtig sein, dass ihr die Manschetten nicht beschädigt. Ich habe hier extra Kunststoffgleitschuhe drunter. Weit genug zurück, kein Problem mehr. Bei der ganzen Rückstellaktion müsst ihr aufpassen, dass der Behälter nicht überläuft. Wenn wir die neuen Beläge installieren, müssen diese Führungsschienen gesäubert werden. Sonst klemmt es ja gleich wieder. Aber ihr müsst aufpassen, dass ihr den Gummi von der Manschette nicht zerstört. Mit so einem Zündkerzenbürstchen kann man auch schön nochmal nachpolieren. Unten ist natürlich immer der meiste Dreck. Die kleinen Führungsschienen, da hat man nicht so viel Problem. Kurz mal frei machen und die hier, dann ist auch schon gut. Der Belag muss natürlich so rein, dass die Reibefläche gegen das Fahrzeug immer noch, ja, jetzt geht er. So, der hätte schon mal Freiheit.
Schauen wir uns die Geschichte mit dem inneren Belag noch an. Wenn man lange genug putzt, passt auch der innere Belag so weit rein. Der muss schön frei sein hier, sonst geht nachher alles kaputt. So ist das perfekt. Auf die Führungen der Bremsbeläge könnt ihr ein bisschen Kupferpaste machen. Allerdings müsst ihr jetzt aufpassen, dass natürlich nichts auf die Fläche der Scheibe kommt. Bei den kleinen Dimensionen ist das gar nicht so einfach. Neue Bremsbeläge haben hier meist eine Phase, das heißt, die sind hier angeschrägt. Die hier noch nicht, deshalb machen wir eine kleine Phase drauf, alter Trick aus dem Rennsport. Bremsen sich die Dinger schneller ein. Reicht. Die Rückseiten der Beläge haben auch keine spezielle Beschichtung. Auch auf die Rückseite könnt ihr ein bisschen Kupferpaste tun. Und die andere Seite natürlich die gleiche Prozedur, nur aufpassen, ja nicht zu viel von dem Zeug. Lieber gar nichts, wie zu viel. Bei einem einfachen Bremsenwechsel, wenn man den nur zurückdrückt, verstellt sich die Stellung des Kolben nicht, also da braucht ihr keine Angst haben. Der andere, auch die Federklammer können wir ein bisschen an den Bolzen schmieren. Das kann nicht schaden. Und jetzt wird das alles zusammen wieder eingesetzt. Und wenn die Schraube passt, sitzt alles richtig. Die Schraube kommt von der Seite, die Mutter kommt von der Rückseite. Wie wir gesagt haben, Pfeil muss nach unten zeigen, Schlag und das Teil ist drauf. Wenn wir schon mal dabei sind, kontrollieren wir natürlich auch die Bremsschläuche. Brauchen wir uns hier keine Sorgen machen. Ihr kennt ja unseren Film, sind ja erst kürzlich gewechselt worden. Da ist also alles im grünen Bereich. Spurstangenkopf, Fett kann ich auch nichts erkennen, sieht alles gut aus. Wenn wir schon mal dabei sind, messen wir natürlich auch die Dicke der Scheiben. 8 mm ist das Verschleißmaß für die kleine Scheibe. Es gibt aber auch Scheiben mit 10 mm Verschleißmaß. Müsst ihr aufpassen. Bevor wir jetzt das Rad montieren, probieren wir die Bremse mal aus. Ich muss hier auch die Flüssigkeit wieder in den Kolben zurückdrücken. Also ich gehe jetzt rein, pumpe ein paar Mal, weil das Pedal fällt jetzt durch, bis wir genügend Flüssigkeit im Kolben haben. Bereit? Ja. Einmal durch. Die Breitweite mit aufs Fahrzeug. Loch suchen für die Schrauben. Eine mal rein. Und jetzt dürft ihr auf keinen Fall die Kappe vergessen, weil die geht nämlich nachher nicht mehr rein. Das heißt, die Kappe muss vor den Schrauben rein. Die Schrauben mal so fest, wie es mit dem losen Rad geht. Immer schön über Kreuz. Jetzt kann das Holz wieder raus. Wir schauen nochmal, dass wir nichts kaputt machen, wenn er runtergeht. Und lassen das Fahrzeug vorsichtig ab. Schrauben bekommen bei diesem Modell 90 Newtonmeter. Einmal eine Reihe Drehmoment. Haben wir schon. Passt. Passt. Und passt. Jetzt kommen noch diese hübschen Käppchen drauf. Alles noch original, alles noch schön VW. Ein kleiner Schlag mit dem Gummihammer, aber nur ein kleiner, feiner Schlag. Das ist jetzt nichts von Grobmotoriker und dann sitzen die Klappen auch entsprechend gut. So einfach ist ein Bremsklötzewechsel am Golf. Jetzt muss die Kamerafrau noch die andere Seite machen. Ich sage euch schon mal Tschüss, bis zum nächsten Film.